Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute setzen wir endlich die MiZip-Serie fort, denn im letzten Teil haben wir uns mit dem MiZip-Bezahlverfahren an Automaten beschäftigt. Snackautomaten, Getränkeautomaten, viele Automaten oder große Automatenparks nutzen das Bezahlsystem von MiZip. Doch MiZip hat eine richtige Sicherheitslücke, denn wir haben festgestellt, wir können die Token manipulieren. Wir können die Karten kopieren mit dem Flipper Zero und wir können damit bezahlen. Ja, heute werden wir schauen, wie wir den Code auf MiZip Bezahlschlüssel so verändern können, dass der Automat denkt, es ist mehr oder weniger Geld drauf. Ja, natürlich möchte ich mit dieser Demonstration zu keinen bösartigen Handlungen anleiten, denn ich habe natürlich auch mit den Herstellern geredet und habe gesagt, liebe Hersteller, passt mal auf, wie kann es sein, dass wir hier solche eklatanten Sicherheitslücken haben? Was der Hersteller geantwortet hat und was das auf die Sicherheit vom ganzen System bedeutet oder auch für euch als vielleicht Automatenbetreiber bedeutet und was ihr hier an Handlungsbedarf habt, das erfahrt ihr in dem Video. Ja, an der Stelle nochmal danke an den Zuschauer, der mir hier diesen MiZip-Schlüssel geschickt hat. Ohne den wäre das Ganze hier nicht möglich gewesen. Ja, wir starten mit meinem Code, um die Daten darauf zu analysieren und manipulieren. Sofort nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, wie bereits in der Einladung gesagt, werden wir uns heute mit einem Code beschäftigen, der die Daten auf diesen MiZip-Schlüsseln verändern kann. Dazu werden wir als erstes diesen MiZip-Schlüssel mit dem Flipper Zero einlesen. Wir schauen uns dabei an, was wir hier für Daten haben und wie wir hier mit meinem Programm Schritt für Schritt vorgehen. Lasst uns jetzt einfach mal reinschauen. Ja, im letzten Teil hatten wir hier den ersten Dump gemacht, wo nicht wirklich viel Guthaben auf der Karte drauf war, und ich zeige euch heute mit meinem MiZip-Tool, wie wir hier die Daten auslesen können und wie wir hier die Daten entsprechend manipulieren können. Dazu gehe ich im Verzeichnis und nutze Python 3 und starte unser MiZip-Tool. Wenn ich das Ganze ohne irgendwelche Argumente aufrufe, sehen wir hier, dass wir hier verschiedene Möglichkeiten in meinem Programm haben. Die erste Option ist, mit Show anzuzeigen, welche Daten hier in dem Dump vorhanden sind. Das machen wir jetzt als erstes mal und danach können wir hier mit Addition oder Subtraction Guthaben drauf buchen oder abziehen. Wir starten, wie gesagt, als erstes mal, indem wir einfach mal einen Dump übernehmen. Ich ziehe das jetzt einfach rein und sage Show, und wenn ich auf Enter drücke, sehen wir mein Programm, wie es die entsprechenden Daten hier ausliest. Er erkennt, dass der aktuelle Block, in dem das gültige Guthaben ist, der Block 8 ist, und wir haben hier, genauso wie wir es im Flipper Zero vorhin gesehen haben, ich kann ja hier auch nochmal reingehen in die gespeicherte Datei. Ich habe es hier ja als 1Z gespeichert, und wenn wir uns dann mal anschauen, was der Flipper hier entsprechend liest, sehen wir, dass das hier zusammenpasst. Wir haben die 2 Cent Guthaben und das vorhergehende Guthaben sind 97 Cent, passt also hier mit dem Flipper Zero zusammen. Dieser Marker, welcher Block aktiv ist, der wird hier auch entsprechend erkannt und er passt hier auch entsprechend den Counter. Ja, wie wir sehen, ist auf dem Token nicht wirklich viel Guthaben drauf, und deswegen machen wir uns jetzt im ersten Schritt daran, hier für etwas mehr Guthaben zu sorgen. Ja, um jetzt hier ein Guthaben aufzuladen, starte ich jetzt die Funktion nochmal und sage jetzt statt Show Add
und ich adde jetzt einfach 20 Euro. In dem Fall legt er mir jetzt hier eine weitere Datei ein, die 1Z Modified. Wir sehen sie hier unten auch schon und da hat er jetzt einen Guthabenstand von 20,02 Euro, also die 2 Cent, die wir erst hatten und jetzt 20 mehr. Damit wir das Ganze jetzt noch auf eine glatte Summe bringen können, ziehen wir jetzt hier noch die 2 Cent ab, damit wir hier saubere 20,00 Euro haben. Dazu gehen wir jetzt hier nochmal rein. Ganz wichtig, wir modifizieren jetzt natürlich nicht die 1Z NFC, sondern schon die 1Z Modified.nfc und da sagen wir jetzt hier Sub und 0,02. Das heißt, wir ziehen jetzt hier nochmal von der modifizierten, wo wir schon die 20 Euro und 2 Cent drauf haben, nochmal 2 Cent ab. Ich drücke auf Enter und wir haben die jetzt die Modified und die hat jetzt 20,00. Wir sehen auch, die letzte Balance war bei 20,02 und jetzt 20. Das heißt, das wäre jetzt die aktuellste Datei und die müssen wir jetzt hier wieder zurückschreiben. Ja, ich habe jetzt hier nochmal die 1Z Modified aufgemacht und wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, was er jetzt hier gemacht hat, ist, er hat jetzt hier die Blöcke entsprechend modifiziert. Gerade was wir hier sehen ist, dass das Kopf-File, also das, was wir hier in der gedumpten Datei drin hatten, nicht mehr da ist. Ja, deswegen öffnen wir jetzt einfach die 1Z NFC und wir gehen jetzt einfach her. Wir kopieren jetzt hier einfach die kompletten 63 Blöcke, markieren auch den Part, fügen das jetzt hier ein. Ich habe das jetzt hier drüber kopiert und wir haben jetzt den Inhalt von der Modified in der Original Flipper-Datei. Ich speichere das Ganze jetzt und schließe das Ganze wieder und wir haben jetzt in der 1Z Flipper-Datei nun die manipulierten Daten mit nunmehr 20 Euro Guthaben. Damit wir das Ganze auch hier nochmal testen können, gehe ich jetzt hier an der Stelle nochmal raus und ich gehe zurück in den File Manager. Hier sind wir auch wieder bei der 1Z und ich droppe das Ganze jetzt hier nochmal rein. Dadurch wird die bestehende 1Z-Datei überschrieben und wir können sofort prüfen auf dem Flipper, ob es sich jetzt um die Datei mit dem 20 Euro Guthaben handelt. Dazu gehe ich jetzt hier nochmal drauf und sage Info und wir sehen, es handelt sich hier um unsere Karte mit nunmehr 20 Euro Guthaben. Soweit, so gut. Ja, nachdem wir jetzt hier die fertige vorbereitete Datei haben, müssen wir uns jetzt daran machen, diese Daten mit dem Flipper Zero wieder zurück auf den Schlüssel zu schreiben. Ja, dabei muss man grundsätzlich beachten, dass der Flipper Zero diesen MyFair Mini nicht ganz normal unterstützt. Wir haben das gesehen, dass er hier nicht alle Sektoren lesen kann, weil die Sektoren einfach nicht da sind. Ja, MyFair Mini hat nur 5 Sektoren und deswegen, wenn wir die Daten zurückschreiben würden auf einen zum Beispiel MyFair Classic 1K Token, würde der Flipper hier mit Fehlern abbrechen. Da wir aber hier den MyFair Mini in Hardwareform bereits da haben, können wir hier mit einer Funktion vom Flipper die ganzen Daten zurückschreiben auf den Original-Token und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, wir wollen das Ganze jetzt natürlich auch auf den ursprünglichen MiZip-Schlüssel zurückschreiben. Ja, aus diesem Grund
müssen wir jetzt hier nochmal zurückgehen und die Funktion, die wir hier jetzt brauchen, ist Write to Initial Card. Mit Write to Initial Card können wir jetzt hier die manipulierten Daten zurückschreiben auf den ursprünglichen Schlüssel. Dazu halte ich den Schlüssel hier wieder ganz nah an den Flipper Zero dran und ich wähle jetzt die Funktion Write to Initial Card und dadurch schreibe ich jetzt die veränderten Daten zurück. Wir prüfen jetzt, ob das Ganze funktioniert hat, indem ich jetzt hier einmal komplett rausgehe und wir starten jetzt den NFC-Lesevorgang aufs Neue. Das heißt, jetzt sollte der Schlüssel 20 € drauf haben. Ich halte ihn wieder dran, gehe auf Read und wir müssen wie beim ersten Mal, wo wir ihn ausgelesen haben, kurz warten. Er erkennt dann wieder, dass es sich um einen MyFair-Schlüssel handelt. Er bricht entsprechend die Keys von den Sektoren auf und wenn dann alles passt, sehen wir hier wunderbar, dieser MiZip-Schlüssel hat jetzt ein Guthaben von 20 €. Ja, wie ihr seht, das Programm funktioniert, wir haben jetzt mehr Guthaben drauf. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt an die Hersteller gemacht und habe nachgefragt, wie hier denn ihre Aussage zum Stand der Sicherheit dieser doch scheinbar sehr unsicheren Bezahltechnologie ist. Ja, ich hatte hier bei einem Händler nachgefragt, der diese Automaten in Deutschland verkauft, doch der hat mich hier ganz klar an den Hersteller verwiesen und deswegen habe ich auch beim Hersteller nochmal nachgefragt. Ja, also der Hersteller sagt, dass er nicht mehr empfiehlt, diese alten MiZip-Schlüssel einzusetzen. Ja, bei unserem Kanalzuschauer hier sind die Automaten noch gar nicht so lange aufgestellt worden, also 2 Jahre ungefähr. Aber was mich ein bisschen irritiert ist, der Hersteller sagt hier, dass die MiZip-Lesegeräte seit Jahren nicht mehr erhältlich sind. Und aufgrund von diesen ganzen Schwachstellen sind diese neuen High-Lesegeräte entwickelt worden. Die High-Schlüssel, die kann man zwar nicht auf MiZip-Lesegeräten verwenden, aber MiZip kann man wiederum auf High-Lesegeräten verwenden. Das heißt, die stellen hier eine Abwärtskompatibilität sicher. Aber sie sagen ganz klar, alle, die bereits MiZip-Schlüssel haben, sollten jedoch High-Schlüssel nutzen. Ja, und eine wichtige Info ist, anders als wie man es vielleicht vermutet, High basiert nicht auf Desfire, sondern lediglich auf MyFair Plus Technologie. Wie wir den verschiedenen Dokumentationen hier zur Kompatibilität dieser High-Leser mit MiZip oder ZIP, also nochmal ganz altes Verfahren, ich glaube, das müsste auf 125 Kilohertz basieren, kompatibel ist, bedeutet, dass wir auf der einen Seite zwar eine super sichere Technologie haben, aber auf der anderen Seite durch die Abwärtskompatibilität dieses sichere System komplett aushebeln. Ja, was bedeutet jetzt so eine Kompatibilität? Also erstmal definitiv absolut kein Sicherheitsgewinn. Für euch als Automatenbetreiber vielleicht würde das bedeuten, dass ihr auf jeden Fall sicherstellen müsst, dass diese alten, unsicheren Bezahlverfahren an diesen Automaten abgeschnitten sind, also komplett deaktiviert sind, sodass nur noch die sicheren Bezahlverfahren genutzt werden können. Gerade wenn wir uns auch anschauen, wie viele verschiedene Schnittstellen hier auch an diesen Bezahlgeräten möglich sind, Infrarot, Bluetooth, App-Schnittstellen, will ich gar nicht wissen, wie viele Sicherheitslücken sonst noch hier in diesem System vielleicht lauern, die noch nicht entdeckt worden sind. Wenn jemand diese Schwachstellen ausnutzt, bekomme ich das wahrscheinlich als Automatenbetreiber erstmal noch nicht wirklich mit, weil diese Differenzen werden sich erstmal in sehr, sehr geringem Umfang bewegen. Aber wenn hier jemand permanent den Automaten leer räumt, aber im Gegenzug kein Geld durch Nachladung auf die Konten des Betreibers kommt, wird dieses Delta irgendwann mal so groß, dass hier irgendwann der Automatenbetreiber stutzig wird und sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ist es auch schon viel zu spät. Ja, der Schaden liegt natürlich beim Betreiber, denn ich kann natürlich auch die ID von so einem MiZip-Schlüssel spoofen, sodass hier Transaktionen, selbst wenn ich die Transaktionslogs auswerten würde, hier gar nicht zu einem tatsächlich zugeordneten Mitarbeiter oder Inhaber von dem Schlüssel führen würde, sodass man den Täter
definitiv auch gar nicht ermitteln könnte. Ja, Schaden wie gesagt beim Betreiber, und einzigste Möglichkeit hier dagegen zu steuern ist wirklich diese alten unsicheren Bezahlverfahren deaktivieren. Wenn, dann nur MyFairDeskFire oder mit der App-Schnittstelle arbeiten, denn die sind Stand jetzt einigermaßen sicher. Was man natürlich sagen muss, wenn jetzt hier irgend so ein Betreiber diese MiZip-Schlüssel im Einsatz hat, gerade bei so Monopolisten oder Herstellern, die die Hand auf ihr System haben, werden natürlich teilweise wirkliche Mondpreise für solche NFC-Token bezahlt. Aus diesem Grund kann man sich natürlich vorstellen, wenn jetzt hier ein Automatenbetreiber zwar neue Automaten gekauft hat, aber immer noch, sagen wir mal, 1000 MiZip-Schlüssel im Einsatz hat, dass der jetzt wahrscheinlich nicht 1000 neue MyFairDeskFire-Karten zu einem Preis von 6 bis 8 Euro wahrscheinlich so, schätze ich jetzt mal pro Stück, zahlen wird, nur dass er hier seinen Mitarbeitern sichere Token ausgeben kann. Da wir das sagen, jetzt unter Nutzen-Risiko-Gesichtspunkten möchte ich einfach die Abwärtskompatibilität zu den alten Tokens sicherstellen und prompt ist eben das ganze System hinsichtlich der Sicherheit wieder ausgehebelt. Ja, welche Erkenntnisse können wir gerade aus diesem Thema Abwärtskompatibilität ziehen? Ich war erst vor kurzem wieder bei einem Pentest. Mein Auftraggeber hat gesagt, ja, ich habe hier Zutrittssysteme und eigentlich brauchst du sie gar nicht anschauen, weil wir migrieren gerade auf ein super sicheres neues System, das nutzt MyFairDeskFire. Ja, ich habe mir dann in dem Rahmen vom Pentest die Token angeschaut, die Karten waren wirklich MyFairDeskFire Karten, habe mir gesagt, ja, augenscheinlich schaut alles super aus, bis ich die MyFairDeskFire Karte mit dem Flipper Zero kopiert hatte. Rein mit der UID, also in dem Fall war es eine 7-Byte UID, mit dieser 7-Byte UID im Flipper Zero bin ich zur Tür gegangen, habe den Flipper dran gehalten, klick, Tür ging auf. Was hat uns das gesagt? Wir haben zwar ein super sicheres Zutrittssystem gehabt, aber wir haben Fallback auf nur UID aktiv gehabt. Ja, auch scheinbar hat hier das Installationsunternehmen gesagt, ja, wenn du hier noch MyFairClassic Karten oder MyFairClassic Token im Einsatz hast, musst du nicht zwangsweise alle Mitarbeiter mit Deskfire Karten ausstatten. In so einem Fall können wir ein Fallback auf die reine UID-Authentifizierung machen und prompt war das ganze System wieder unsicher. Ja, was lernt uns das? Alte Zöpfe abschneiden und wirklich von 0 auf hohem Sicherheitsniveau wieder das System einführen. Ja, Abwärtskompatibilität ist eben nicht immer wirklich toll. Ja, für alle, die hier auch mal an so einem MiZip-Datensatz rumbauen wollen, für die habe ich exklusiv hier ein Video für Kanalmitglieder veröffentlicht. Da machen wir noch ein bisschen Deep Dive in den Code. Wir schauen uns nochmal an, wo, in welchen Blöcken hier welche Daten sind, was für Veränderungen mein Code hier an den Datensätzen vornimmt und wir werden das auch nochmal anhand von eigenen echten Transaktionsdaten verifizieren, sodass ihr auch seht, dass mein Code hier 1:1 arbeitet wie ein Automat, der hier auf diesen MiZip-Schlüssel zugreift. Wie gesagt, exklusiv für Kanalmitglieder. Es würde mich freuen, wenn ihr mich auch unterstützt durch euren Kanalbeitritt. Ja, nachdem jetzt hier alle Automaten unter unserer Hand sind, kann ich nur sagen, ja, Mahlzeit. Ich mache mir jetzt hier einfach mal ein paar Snacks auf und damit sind wir hier am Ende von dem Video. Lecker. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch informiert, wenn ich neue Videos zur IT-Security auf meinem Kanal hochlade. Ja, mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat und in diesem Sinne würde es mich auch freuen, wenn ihr bei meinen neuen Videos wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, euer Raik.